Auxerrois-Edition vom Weingut Rudolf Zimmerling aus Bötzingen am Kaiserstuhl im Badischen. Hier habt ihr satte Frucht im Glas, schöne Mineralität, ich sag nur Vulkanverwitterungsgestein. Das wird den Kaiserstuhl-Fans unter euch ein Begriff sein, denke ich. Und alle, die es noch nicht kennen, lernen es auf jeden Fall mit diesem Wein kennen. Ihr habt hier einen schönen Säurezug drin für Auxerrois und da erlaubt mir jetzt ein paar Worte zur Rebsorte. Auxerrois ist eine uralte Burgunder-Rebsorte, deren Name euch vielleicht schon das ein oder andere Mal begegnet ist, die klassischerweise mehr Frucht noch mitbringt als Weißburgunder, aber weniger Säure. In diesem Fall bin ich mit den Säurewerten sehr zufrieden, denn sie sind in meinem Interesse schon ein bisschen höher, als man es sonst von Auxerrois kennt. Das mag ich vor allen Dingen in Kombination mit diesem cremigen Mundgefühl und dem Vulkanverwitterungsgestein, was sich da so an unseren Gaumen ranschiebt. Also ein Wein, den ihr mit wahnsinnig viel Essen kombinieren könnt, auch vor allen Dingen, wenn ihr in einem der deutschen Spargelgebiete, Markgräflerland, Belitz, Schleswig-Holstein unterwegs seid, solltet ihr diesen Wein auf jeden Fall immer im Kühlschrank haben, denn Spargel funktioniert sowieso immer damit. Also viel Spaß beim Austrinken. Da ist man natürlich bei so einem fruchtigen Wein, der die Mineralität so sehr gut mitbringt, schnell bei gegrilltem Fisch. So, gerade irgendwie Salzwasserfische eignen sich da hervorragend. Ich sehe das aber auch gerade wegen der Frucht eher auch in der asiatischen Küche. Alles, was so mit Frucht und Schärfe, süße Säurespiel daherkommt, da funktioniert das sehr, sehr gut. Natürlich kann man es auch klassisch deutsch jetzt, sage ich mal, mit Spargel kombinieren. Auxerrois ist immer ein super Begleiter zu Spargel, aber vor allen Dingen eben mit Schärfe, denke ich, kann der mit der Frucht, also wenn man jetzt einen Papayasalat als Beispiel nimmt, mit so Glasnudeln, Karotten, frischem Koriander, bisschen Chili, man kann dann das Ganze eben noch ein bisschen auf die Spitze treiben, wenn man es mit gegrillter Jakobsmuschel beispielsweise kombiniert. Dann hat man eben dieses fruchtige von der Papaya, aber auch die Schärfe von der Chili, dieses ja dann doch fischige von der Jakobsmuschel mit so leichten Röstaromen. Das funktioniert, denke ich, sehr, sehr gut. So. Wir starten jetzt erstmal mit der Farbe. Da haben wir so ein mittleres Gelb. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich für eine Burgunder-Rebsorte an sich, die ja dann doch immer ein bisschen mehr Farbintensität mitbringen als jetzt ein Riesling oder ein Müller-Thurgau. Riechen wir mal rein. Da haben wir auf jeden Fall schon mal so eine sehr satte Frucht, also ein schönes Bukett. Ja, so eine reife Birne, weiße Blüten, was so Richtung Holunder geht, Veilchen. Also eigentlich ein ganzes Potpourri aus der Blumenwarenabteilung sozusagen. Nehmen wir mal einen Schluck. Und das ist jetzt sehr schön am Gaumen. Die Frucht ist immer noch da und auch immer noch dominant. Aber darunter schiebt sich jetzt so dieses Mineralische, was wir gerade aus diesen Vulkanböden rund um Bötzingen halt haben, schiebt sich so von unten rein und wird auch von der erstaunlich präsenten Säure begleitet. Hätte ich so gar nicht mit gerechnet, weil Auxerrois eigentlich tendenziell, wenn man es so vergleicht mit Chardonnay oder Weißburgunder, weniger Säure hat. Hier ist sie sehr präsent und das gefällt mir sehr gut, weil es einen Trinkfluss reingibt, weil das zusätzlich nochmal die Mineralität mehr hervorhebt und eben auch eine Spannung in den Wein hineinbringt. Diese weiße, sehr reife, aufgeschnittene Birne, die ist super dominant im Mund. Und gleichzeitig diese kühle, frische Säure, die sowas Zitrisches, so ein bisschen auch Richtung Eukalyptus mitbringt, gefällt mir sehr gut. Schöner Wein. Nach der Lese ist der Wein entrappt worden. Nach einer kurzen Maischestandzeit abgepresst und im Stahl kühl vergoren worden. Es fand eine Sedimentation über Nacht statt, das heißt Trub und Wein haben sich durch Absetzen getrennt und dann ist der Wein temperaturkontrolliert vergoren worden. Deswegen haben wir eben auch hier diese Frucht im Stahl, also ohne Sauerstoffkontakt und anschließend für 3 bis 4 Monate ein Feinhefelager, was eben auch dieses cremige Mundgefühl gibt, was wir hier im Wein wiederfinden. Eine Filtration hat dann auf jeden Fall stattgefunden, allerdings hier nur über Kieselguhrfilter, also rein mechanische Filtration. Genau, und danach ist der Wein dann gefüllt worden. Der Wein kommt vom Kaiserstuhl, also aus dem Weinbaugebiet Baden. Wir sind in einer der heißesten und südlichsten Regionen in Deutschland.
Genauer kommt er aus Weinlagen rund um Eichstätten und Bötzingen, wo wir vor allen Dingen vulkanhaltige Böden mit Lössauflage, gerade in Bötzingen so mit Löss-Kalkauflagen haben, die natürlich sehr geeignet sind, um darauf Burgunder-Rebsorten anzubauen. Das Weingut Rudolf Zimmerling in Bötzingen am Kaiserstuhl ist ein relativ junges Weingut, das Mitte des 20. Jahrhunderts von Namensgeber Rudolf Zimmerling mit der Idee eines Familienweinguts gegründet wurde. Leider hat nicht jedes Familienweingut das Glück, dass es dann auch immer jemanden gibt, der das dann weiterführen kann, sodass 2010 die Familie sich quasi gezwungen sah, das Weingut zu verkaufen. Ein Glück können wir heute sagen, denn es wird sehr ambitioniert weitergeführt, wie wir schmecken können an den Weinen, die wir jetzt im Glas haben. Verantwortlich dafür ist der Herr Krebs als Kellermeister, der, und auch das ist vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, unterstützt wird von der Yvonne Weise, die für das Marketing und den Vertrieb eigentlich mitverantwortlich ist, aber auch gelernte Winzerin ist und hier und da an einigen Stellen im Weinberg selber nochmal die Reben zurückschneidet und gemeinsam mit dem Herrn Krebs dann auch die Weine im Keller probiert, ob sie geeignet sind für die Füllung oder nicht. Also ein spannendes Weingut mit einer, sag ich mal, sehr jungen Geschichte vom Kaiserstuhl, was sich vor allen Dingen auf die Burgunder Rebsorten konzentriert hat, von dem wir noch einiges hören werden, denke ich.